Zach, it's no use. The skeletal gentleman is a strict one, that's for sure. We're going to have to figure out what the giant lady's finger is if we want to continue on with this oracle. Lady's finger. Lady's finger. I'm at a loss, Zach. The only thing that comes to mind is a certain lady in glasses who displayed her middle finger to a truck driver. The student driver who was driving the car that Leslie Nielsen jumped into in order to chase down a criminal. 1988, directed by David Zucker, The Naked Gun. That car chase was terrific. It felt like we were watching one of our own car chases from the real world. That director must have gotten some advice from actual police officers. Otherwise, there's no way he would have been able to film such a realistic chase. Hey, Agent York, can I say something? If you're looking for ladies' fingers, you know that's another name for okra, right? Another name for okra? Yeah, okra's pretty common here in Louisiana, so most people know about its other name. Huh. Okra. My talented assistant strikes again. You solved the oracle instead of me. Let's hurry over to the okra farm at once, then, and find the biggest piece of okra while we're at it. Hey, Agent York. The key word is giant, so it must be rather large. I'll bet it looks positively grotesque, Zach. And just imagine the stickiness. Ooh, I think I'll refrain from taking a bite. Hey, Agent York! Our town doesn't have an okra farm. No? Relax. Just follow me. I reckon I know where we're supposed to go. Och, nicht schon wieder. Ich meine, das kam jetzt auch wieder von, was weiß ich, woher gefühlt. Ich meine, mit dem Hund hat ja nicht auch noch mal 5-6 Minuten gedauert. Hä? Hey, Agent York! Where are you going? Hä? Stay close to me or I'm not gonna show you where your next stop is. Darf ich das nicht? Okay, vielleicht bin ich bloß ein bisschen zu weit zurück. Oder war bloß ein bisschen zu weit zurück. Okay, ich dachte schon. Aber ich meine, ja. Wir haben es ja gerade erst angefangen, da wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Oh Gott. Okay, latschen wir unser Madame hinterher. Die Sache ist bloß, die scheint ein bisschen fixer wie ich zu sein. Ich habe halt bloß ein bisschen Angst gehabt, dass vielleicht meine Kondi ausgeht. Aber wir sind jetzt hier lang gelatscht. Ich weiß nicht. Ich hatte ja auch erst doch das Gefühl gehabt, dass eventuell der Hund uns ein bisschen verarschen will, weil er die ganze Zeit gerade ausgelaufen ist und gar nicht schräg zum Baum. Dachte ich so, hä? Müssen wir dann doch mal zu einem anderen Baum? Das wäre halt... Oh. Aber gut, wir machen ja jetzt hier auch nichts anderes. Außer dass wir jetzt Patricia folgen. Wer hat sich das ausgedacht, Mann? Das sind so eine fucking weiten Wege. Kann sie sich nicht auch ein Skateboard schnappen? Wäre doch das Einfachste. Bin schneller wie du. Als du? Wie du? Ach, keine Ahnung. Da könnte mir eine Arbeitskollegin gut helfen. Die hat sich das sehr, 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 sehr eingeprägt. Darf ich mir denn jedes Mal anhören, weil ich jedes Mal irgendwie das falsch mache. Nein. Ach Mann, ich wollte nur bremsen. Aber das ist halt, wenn das nicht die vernünftige Tony Hawk-Steuerung ist auf dem Skateboard, dann kannst du vergessen. Farm Supply, Lucky Ray? Maybe? Nee. Aber das Gute ist wenigstens, wenn wir zurückfallen sollten,
Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht bloß zweimal machen darf und beim dritten Mal verpisst sie sich wirklich und man muss das wieder von vorne beginnen. Das will ich nicht nochmal riskieren. Deswegen, ich dachte erst, okay, vielleicht könnte ich ja... super. Beim Dings anhalten. Beim Briefkasten. Und ja, ich weiß, ich wollte jetzt nicht mehr so viel Scheiß looten und alles mitnehmen und so, aber... besonders spannend ist das jetzt hier auch nicht. Besonders hätten wir nicht unsere Taxitante anrufen können und sagen, ey, guck mal, sie weiß wohin, fahren wir jetzt da mal schnell hin. Oder zumindest die Idee. Alter, lass mich raten. Okay, lass mich doch nicht raten. Ich dachte erst, okay, wenn wir jetzt hier schon... vielleicht doch zum Hotel. Ich meine, da können wir uns da eigentlich gleich umziehen. Wenn es denn da überhaupt hingeht. Es ist halt quasi derselbe Weg, den der Hund genommen hat. Bloß wieder zurück. Fast. Hotel ist da drüben. Wenn du jetzt nach links abbiegst, Madame. Nee. Okay, wenn das aber irgendeine Pflanzenart ist. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Wäre vielleicht ein bisschen zu kalt, aber naja, das Kühllager, wo wir ganz am Anfang waren. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt das da hinten ist oder nicht. Hätte sie uns nicht einfach sagen können, wohin? Und ich meine, sie wissen doch ganz genau, dass sie dann da, wo wir hin müssen, eh aufploppt. Wäre viel einfacher gewesen. Oder ist das die Farm? Oh, was ist denn das da hinten jetzt eigentlich? Ah nee, das ist die Brücke. Oh nee, Alter, du willst mir jetzt nicht sagen, dass wir jetzt über die Brücke latschen und dann zurück ins andere Dings? Abteil? Und dann vielleicht in die Bar oder sowas? Und tatsächlich in der Zeit, bis wir da sind, habe ich da wieder vergessen. Wie das überhaupt hieß, wonach wir auf der Suche sind. Oh, ich kann es mal kurz überholen. Achso, nach dem Darmfinger, ja. Nach dem Okra-Zeug irgendwie. Hä? Hast du vergessen, wo es lang geht? This is the giant lady's finger, Okra Boy. He's kind of like the town mascot. Okra boy. You're right. No matter how you look at him, he really is a giant lady's finger. But Patty, there's no okra farm in this town, is there? That's right. Then why did they choose okra for the town mascot? Good question. He's been here for as long as I can remember. Daddy said he remembers Okra Boy being around when he was a kid, too. The plot thickens. Zach, doesn't it look like he's pointing at something? Let's follow that white glove. Patty, that's it. So this used to be the control device for the drawbridge. But it looks like its insides have been replaced with something else. Oh, yeah. I remember Daddy telling me about this. This drawbridge hasn't been used for decades now. So the control room doesn't work, and the power's been disconnected.
password that requires 3 letters? Looks that way. What's this then? There's an H on the top, bottom, and left sides of the leftmost panel. Patty, trial and error won't get us anywhere. There are 26 letters in the alphabet, which makes for 17,576 different combinations if we use 3 of them. Let's try something more efficient. I know that. I was just fiddling with it. So, what do you want to try, Agent York? Just leave this to Zach and I. Zach, this password may look complicated at first glance, but you needn't worry. This is a chemical formula. A challenge from Professor R. The H that's tattooed all over the leftmost panel stands for hydrogen. In other words, the leftmost panel represents the molecule you get when 3 hydrogen atoms merge. All we need to do is figure out which chemicals go in the remaining panel. Try reviewing what we know. We spoke to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans, filled the holy Allah, then found the giant lady's finger pointing toward the entrance to the forbidden. After we met the 17 comrades, we encountered that ominous red tree. There was sap dripping out from the red tree's trunk, wasn't there? That must have been a metaphor for wood vinegar. Then, in order to fill the holy Allah, we went to the reservoir. The water tower represents a distillator, and the water represents coolant. Wood vinegar, distillator, and water, Zach. Figured it out yet? The chemical formula is CH3OH, methanol. It's got to be COH, starting from the left in that order. Methanol is highly flammable and used as the base ingredient in formaldehyde. This has Professor R's name written all over it. That oracle really sent us on a roundabout mission this time. It almost feels like we're playing a video game here. Talk about stupid. Okay, das ist natürlich die... Zach, Ja, start at the left window. ja, Mann, ist sie... And put in C-O. Ja, ist okay, Alter. The answer is methanol. Aber, klar, wie hätte man das sonst noch rausfinden sollen? So, aber was mir gerade noch eingefallen ist, halt die Klappe, Typ. Then put in Entschuldigung. That must be the entrance to the forbidden, Zach. You can't touch that! Smarty pants scientist said no. Avery Smith. Drawbridge don't work no more. The machine's junk. Yup. You're right, Avery, but don't worry. I got permission to touch it. Permission? Agent York, you got permission? That's right. Permission from the President of the United States. The President? Oh, he's a smarty pants. Okay. I didn't see nothing. Yup. Won't tell no one neither. Hey, Agent York, are you really going in there? Yes, I have to, for the sake of the investigation. I'm getting kinda scared. That's a rare word to hear coming from your mouth, Patty. I don't see much in there aside from some overgrown weeds, do you? No, that's not it. I'm not scared of the weeds. I'm scared of what you'll find, Agent York. You don't need to worry, Patty. You're my precious assistant, remember? I promise I'll protect you, no matter what happens. Jo. Aber gut, dass er das, ja, Rätsel für uns gelöst hat. Wir gehen da gleich rein. Ich will aber bloß mal ganz kurz gucken, weil mir zwischenzeitlich eingefallen ist, dass wir eventuell... Es dauert nicht lange. Also diesmal dauert es wirklich nicht lange, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt doch
Na, nur die... Ja, eigentlich verfolgen wir ja die ganze Zeit nur die Hauptstory. Die Nebenaktion machen wir ja gar nicht weiter. Aber dass wir doch, wenn wir jetzt so zum Ende hinkommen, werde ich das wahrscheinlich sehr, sehr schnell vergessen. Dass ich wenigstens nochmal... Okay, andere Richtung. Ganz kurz zum Friedhof möchte. Ich weiß zwar nicht, ob wir das Grab finden werden. Ist das schon hier rein zum Friedhof? Cool. Wir machen Kohle. Einfach bloß... Okay, das Grab sticht schon mal so ein bisschen raus. Ich meine, er hat zwar gesagt, nee, machen wir nicht. Hey, was war das? Warte mal, was war das so komisches? Wo ist denn das, was rausgestochen hat? Hier, zwecks... Ah, können wir nicht. Die Puppe zurückbringen. Das war so meine Idee gewesen. Aber dafür müsst ihr das Grab von ihr ja erstmal finden, ne? Und ich glaube, das, was uns da angezeigt wurde, ist... Ach! Ah. Okay. Ich dachte erst, das wäre vielleicht ein UFO. Kann auch sein, dass es hier gar kein Grab gibt. Ich weiß nicht, warum hier so ein komischer Nebel drüber liegt. Was ist das? Louis. Excuse me, but what are you doing? Searching. What are you searching for? Unknown. You don't know. Interesting. Zach, this man is the perfect symbol of the human race. We all live out our lives searching for things, yet no one knows what they're actually searching for. That's what it means to be human. Don't you agree, Zach? I feel like that simple declaration of his just awakened us to something. Okay. Hier sind die Clarksons. Auf ihm. Toll, hochwertiger Teller. Okay, wenn, dann wäre sie wahrscheinlich hier begraben. Weil es ja so eine Art Familiengruft. Vielleicht kann ich die Puppe auch erst, was weiß ich, irgendwann wiedergeben. Ich muss mal kurz gucken, ob ich mit dem überhaupt irgendwie reden kann. Vielleicht können wir das mit dem, was er sucht, ihm irgendwie helfen. Ach nee. Ich werde das schnell wahrscheinlich überspringen. Piep, 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 piep. Okay, Moment Zeit. Empfang. Hat der was mit den UFOs zu tun? Anweisung, okay. Ja, okay. Fleur de Lis lokalisieren. Oh, das kenne ich. Warte mal, woher kenne ich den Namen? War das nicht aus Da Vinci? Sakrileg? Den Auftrag alle Fleur de... Oh nein! Willst du mich verarschen? Okay, meine... Ja, nee. Nur besondere Menschenkräfte können Sie sehen. Ja, ja, ja. Geht gleich weiter. Höhere Mächte, ja. Hier ist außerdem, ja, weiß ich. Ah. Cool. Cool. Wurde das jetzt wenigstens auf die Karte übertragen? Also ich werde das jetzt nicht nachgehen. In ganz Leckerei finden Fleur de Lis auf ihre Entdeckung. Okay, Album öffnen, Bild wechseln. Dem sich laut eines Hinweises erscheint über im Kopf ein Ausrufezeichen müssen. Spiel. Okay, das dachte ich mir schon. Im roten Raum können Sie alle bisherige gefunden. Im roten Raum? Wir hatten ganz am Anfang, glaube ich, mal irgendwie einen roten Raum oder sowas gehabt. Okay. Deshalb bin ich zwar gar nicht hergekommen, aber okay. Da haben wir uns noch einen Auftrag an Land geholt. Supi. Aber nee, dem werde ich nicht nachgehen. Mal kurz gucken, wo hier... Also es wäre an sich
Gut, wenn ich das jetzt nicht als LP machen würde, würde ich dem sogar, glaube ich, nachgehen. Aber so... Ist die vielleicht hier drin? Ist die da aufgebaut ist? Kann ich mir bald auch nicht denken. Ich will trotzdem mal gucken. Vielleicht ist er doch da aufgebaut und ich kann ihn die Puppe da wiederbringen. Dann haben wir ja doch Glück und können das noch fertig machen. Es wäre für mich an sich bloß für das LP interessant, wenn es andere Enden irgendwie geben würde. Aber okay, hier ist auch keiner. Gehen wir wieder raus. Gehen wir wieder zurück, damit wir aber mal mit unserem Pfeil weitermachen können. Weil er hat ja auch gesagt, sonst wäre ich darauf auch nicht gekommen. Vielleicht hat das sogar was mit unserem Fall zu tun, dass man, naja, wenn man nicht wirklich allem Scheiß hinterhergeht oder nachgeht, dass man dann, nein, Brücke. Wenn man nicht jedem Scheiß hinterher geht, dass man dann das richtige Ende, sage ich mal, gar nicht sehen kann, sondern bloß so, der Fall bleibt für immer ungelöst, so nach dem Motto. Das war zwar sehr, sehr ernüchternd, aber nur gut. So, dann mal weiter hier. Besonders, dass man immer, als ob man hier nicht einfach drüber steigen könnte. Und von wegen, das Ding hat keinen Strom und so. Womit ist denn dann die Türe verbunden? Frage ich mich. Patty, the truth is, when I first saw Okra Boy, I remembered something horrific. The most evil monster I've ever seen, in fact. A monster? Oh yes, a demon incarnate who plunged New York City into mortal fear. The Stay Puft Marshmallow Man. Marshmallow? Ghostbusters, 1984, directed by Ivan Reitman. Now that's a film that was filled to the brim with bona fide horror. A true masterpiece that boasted an honest depiction of just how frightening a real ghost would be. Even if you watched it now, I'm sure it would still chill you to the bone. First night I watched it, I was too afraid to go to the bathroom alone. So I made Zach come with me. Ah! The door. Auf einmal. Und ist ja nicht so, dass sie ihr nicht vielleicht darüber helfen könnten oder so. Aber okay, wir folgen mal der Fahrt. Oh nein. Ja, ich wollte gerade sagen, kommen die kleinen Viecher schon? Alter, ich treffe halt gar nicht. Alter, Junge. Okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die sich dann auch noch mit vernichten. Lol. Hä? Okay, cool, weil mal was Neues. So what other movies have you seen Oh, on no. the Sci-Fi Movie Channel? What? That... Oh nein, warum musst du immer im falschen Moment nachladen? Oh, ich mach's mir mal einfacher. Wir müssen ja bloß irgendwo dahin, ne? Oh nein, ich muss die ja alle vernichten. Ja, toll. Also kommt da wenigstens vor der Linie her. Immer schön in den Arsch schießen. Ich weiß, kann man auch falsch verstehen. Mein Gott. So.
Wo? Weiß ich nicht. Aber die Sache ist, sehen wir jetzt das bloß oder sieht das Paddy auch? Wo? Ja, weiß ich nicht. Alter, ich habe das Gefühl, hier kann ich... Hier kann ich... Hä? Okay, cool. Alter, Paddy, mach nicht so eine Scheiße. Erkältungsmittel, lol. Eigentlich wollte ich nachladen. Okay. Haben wir es jetzt? Danke, Spiel. Aber das würde ja heiß. Okay, aber Paddy hat ja nicht weiter gesagt gehabt, von wegen, was sind das für Viecher? Da sie ja noch einigermaßen rational am Start ist, sollte man meinen, dass sie da vielleicht vernünftige Dinge sagt. Nicht so wie er. So, mal Seidentuch, schön, Kaffee weiß. Und dann mal rein hier in die Bude. Zach, I think we found a laboratory. Hey, hatten wir schon lange nicht mehr. Why are you in such a hurry? This is the country. We should take our time and enjoy ourselves. Hä, wo kommt das jetzt auf einmal her? Okay, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Also gefühlt. Wir speichern mal. Und ja, mir ist da ein spezielles Glas aufgefallen. Das war es, glaube ich, nicht. Das war irgendwas hier in der Mitte. Wir sonst noch irgendwas? Wir haben bloß den Koffer. Aber ich schätze mal, wir müssen wieder voll reingehen. Ne? Also, dass wir wieder, was weiß ich, durch irgendwelche Geisteswelten gehen. Okay. Okay, es gibt sogar eine Standard. Hätte ich mir auch sparen können. A research log? No, it looks more like a journal. Look, Zach. This belonged to Lena Doman. A professor to the very end. This book is filled with all sorts of detailed notes. She studied abroad during school, most likely in order to get as far away from her father's prejudice as possible. Abroad, she studied chemistry and fire dynamics, then cultivated the groundwork for Sang Rouge. If what's written in this journal is to be believed, Sang Rouge is a naturally derived substance. That must mean it's something akin to ayahuasca, the hallucinogen found in the Amazon region. But Sang Rouge wasn't actually produced here. It appears that a special environment is necessary to summon the Red Demon. Zach, look at this. It says that when Lena was still known as Lenny, she once fell in love with a woman. She fell in love with her older sister. That matches up with what PJ mentioned just before he died. And apparently, they had a daughter. The Clarksons' family tree is far more complicated than I could have imagined. You can say that again. And here it says that the Clarksons' older daughter later fell in love with someone in town and got married. Then she must still be somewhere in this town. Hey, Patty, did you know about all this? I don't know. This entry is from right after she became Lena. Zach, what could this mean? A salesman passing through town gave me an epiphany that changed my life. She didn't create Sang Rouge until after she met this person. And from that point onward, she started fanatically worshipping someone.
She also ceases to mention anything more about her older sister, and the word goddess of fertility starts appearing everywhere. The final entry, written just before she headed to the Clarksons' house. No one can stop my plan. Not even me. My only worry now is P. I only pray the fool king can stop him. Zach, it looks like we've uncovered yet another new character. Who's the fool king? This is starting to read like a badly written tragedy. And P. It appears that Lena's worried about whether or not the Fool King will be able to stop our investigation and successfully murder this P character. P. Philip? Or Professor? No. It can't be. Oh. Whew. Ich habe ja so eine Vermutung, ne? Da ich ja die Vermutung schon hatte, dass Patricia irgendwas damit zu tun ist. Aber wenn man das jetzt so liest, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir selbst der Narrenkönig sind und eigentlich Patricia aufhalten müssten. Denn das Zeug bewirkt ja irgendwas in einem, was einen auch übermenschliche Kräfte mehr oder weniger besorgt. Dass man die hat. Also ihr wisst, was ich meine. Und dass, naja, eigentlich Patricia sich zu sowas verwandelt. Sie war die einzigste halt mit hier im Raum. Sie wird uns niedergeschlagen haben. Dass das quasi so ein Äquivalent wie zum ersten Teil ist, wo wir selber eigentlich dann herausgefunden haben, dass wir eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit haben, dass dieser Zack halt nicht unser wirklicher Bruder oder sowas war, sondern halt in uns drin, ne? Dass es bei ihr ungefähr genau dasselbe ist. Sie sich dann wieder zurückverwandelt hat, mehr oder weniger, oder sich dann selber gesagt hat, bring ihn nicht um, weil ist ja der nette Mann, ist ja der Narrenkönig. Und Patricia halt das Hauptproblem irgendwo ist. Und wir eigentlich Patricia aufhalten müssen, obwohl wir es noch gar nicht wissen. Wenn sie halt wirklich die Tochter oder, naja, von Lennys älterer Schwester, also mit der Lenny Clarkson da halt so ein bisschen Unzucht getrieben hat und sie dann halt daraus entstanden ist. Ja, also das ist zumindest jetzt erstmal meine Vermutung in der Sache. Oh. Hi there, Hundan. Long time no see. This is definitely your simplest oracle by far. Patty. Now it all makes sense. Zach, we need to hurry back to the hotel and put all this in order. Und langsam vielleicht auch mal den Anzug, wenn ich es denn darf, wechseln. Das wäre ganz schön. Die 7 Stunden sind mit Sicherheit um. Okay, wir gehen wieder zurück. Ich werde das mal speichern. Habe ich nicht gerade erst geschafft? Ist ja auch egal. Aber ja, ich bin da dann doch auf der richtigen Fährte gewesen. Hat er selber gesagt. Paddy, jetzt ergibt alles seinen Sinn. Also, ich will nicht sagen, dass das Spiel das irgendwie gespoilert hätte oder so. Also man kann, es gibt halt gut Hinweise darauf, wie man, ne, was das sein könnte, auch schon im Vorfeld. So ist nicht. Hatte ich ja alles schon erwähnt gehabt. Und das macht's halt eigentlich echt gut, aber wenn halt andere Sachen nicht wären, aber wie gesagt, wenn... Okay, Glück gehabt. Wenn halt andere Sachen nicht so wären.
Okay, hier sollten wir vielleicht kein Skateboard fahren. Das wäre halt... Na? Wäre halt dann schöner. Aber nur gut. Erstmal raus. Und schnurstracks. Ich meine, Kohle haben wir ja genug. Schnurstracks zum Hotel. War das? Pineapple. Deshalb auch die Ananas. Alter, gut. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie unser Hotel hieß, um ehrlich zu sein. Aber... mein erster Gedanke war irgendwas... Na okay, ich weiß nicht, ob die hier eine Ananasplantage irgendwie haben oder so. Aber gut, ja, gut, dass das Geheim... Also, ne, unser letzter Weg uns hierhin führt. War ja dann auch klar. Ich hoffe halt wirklich bloß noch, dass ich ins Zimmer rein kann, weil ich will mit einem anderen Anzug abschließen. Ich will nicht unbedingt das damit machen. Aber kann halt gut sein, wir gehen rein und der beginnt gleich wieder an seinem Brett. Obwohl, es ist nicht rot. Hallo? Ich wollte sagen, das ist rot. So, ist jetzt der... Ja... Okay, ich mach trotzdem mal vorsichtshalber reinigen. Ja, können wir machen. Das ist doch mal was. Hier haben wir eh eine Schwester mal, aber ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt nicht so supi. Hätte auch sein können, dass wir erstmal schlafen müssen. Na gut, dann gehen wir mal in den Fall rein. Also, ich denke mal, es wird sich einfach bloß das bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Sache ist aber, dann müssen wir sie jetzt erstmal finden. Bloß wo könnte sie sein? Wahrscheinlich auf dem Boot bei ihrer Mutter. Wir gehen erstmal in den Dings rein. We found many new truths hidden in Lena Doman's journal, and some of them went far beyond our wildest dreams. First, we should clear up who PJ's first daughter is. She was a complete mystery until now. But after reading Lena's journal, I became convinced of something. She still lives somewhere in this town. Lena's journal stated that this woman married someone from the same town. Did you figure it out yet, Zach? Who is PJ Clarkson's first daughter? Yes, Melvin's beloved wife and the most beautiful woman in town, Candy. She's PJ Clarkson's first daughter, which means that just like Galena, Candy also carries his blood. Now we know why Melvin said that Galena was a beauty who could attract a lot of attention. Candy had no interest in the inheritance and was also sexually liberated. That must be why PJ ended up coddling Lena so much. Candy is supposedly sick, but she's now become a key person in our case. She must be why Melvin's gone missing. Melvin's beloved wife, Candy, committed a transgression in her past. Zach, what was it? That's right. Candy had intercourse with Lena. Then she gave birth to a child that we know very well. We never heard any mention of her biological father anywhere in town, despite how much these country folk love to spread rumors. I knew there had to be some secret connected to her birth, but I never thought it'd be something like this. It's beyond anything I ever could have imagined, Zach. Next up is the Fool King, Zach. All you need to do is pick out the person who acted most like a fool when we encountered them. Honestly, the answer is clear, and it's a painful one to accept. Isn't it, Zach? Melvin. He's got to be the Fool King. The way he's acted from the moment he located Lisa's body up to now. The way Galena was murdered, silenced without any resistance. His discord with the Clarksons, the words PJ left behind, and the engineer boot prints we saw at the discovery site. It feels like the missing puzzle pieces are all falling into place now. But why did he decide to take part in Lena's plan? According to Patricia, he seemed to be avoiding Lena. There's no way he actually could have believed that the goddess of fertility would come and save the town. Oh,
So that's it, Melvin. As you nursed Candy, you too became corrupted by Sang Rouge. Drugs rob people of their judgment. They slowly but surely eat away at their users. That's most likely the reason it took Lena so long to enact her plan. I don't know what to say, Zach. This is absolutely unbearable. Lena fell in love with her older sister Candy, and the two of them had intercourse. But afterwards, Lena realized that there was a disparity between her body and her mind, and descended into suffering. Finally, Lena left home and decided to live on as Professor R. Meanwhile, Candy fell in love with Melvin, which led to her leaving home as well. I could only guess that Lena and Candy's relationship continued after they left home. Then, their strange love transformed into something else, that Lena must have periodically delivered Sang Rouge to Candy as offerings to the goddess of fertility. It's hard to keep going with this, Zach. You know where it's all leading, don't you? If Lena's plan was to kill off every last Clarkson aside from her goddess, then her next target is PJ's last living descendant. She's in danger. We need to hurry. Zach, the climax is upon us. Whoever hit me in that control room sure wasn't holding back. The blow was so devastating that I passed out instantly. There aren't many people who could do that. Oh, they hit me right in my head, so my memories are fuzzy. Not my finest hour, to say the least. Now, what should we do next? First, we're going to need to refresh ourselves a little. Sunbathing, Zach. Let's go bask in some liquid sunshine that's just as hot as the sun out there.